Hallo und herzlich willkommen bei Jans Turnbuch. Heute bin ich mal im Erzgebirge unterwegs, in einer geologischen Besonderheit, einem sogenannten Palmwedel-Basalt, also vulkanische Aktivitäten, die dann zu diesen interessanten Formen erstarrt sind. Das Ganze befindet sich am Hirtstein in der Nähe von Satzung und der Hirtstein soll auch der Ausgangspunkt meiner heutigen Tour sein. Und zwar geht es von hier aus in einen großzügigen Bogen die tschechische Grenze lang Richtung Schmalzgrube und dann über den Kammweg relativ gerade wieder zurück hierher. Ist noch was zu sagen? Eigentlich nie. Wie immer, viel Spaß beim Zusehen und los geht's. Bevor ich zu meiner Tour starte, schaue ich mir diese geologische Besonderheit etwas genauer an. Entstanden ist dieser Basaltfächer dadurch, dass Lava unterirdisch in einen Hohlraum ausgefüllt hat und dort dann erkaltet ist. Und durch Spannungsrisse beim Abkühlen entstehen dann diese zylindrischen Formen. Und hier halt in der Besonderheit, dass es ein gebogener in dieser Fächerform erkaltet ist. Das Ganze wurde durch Steinbrucharbeiten freigelegt und da man die Besonderheit erkannt hat, wurde das dann halt stehen gelassen und jetzt ist es ein Naturdenkmal und gehört zu den nationalen Geotopen. Und ist, glaube ich, relativ einmalig in Deutschland. Vom Hirtstein gelangt man über eine große Gebirgswiese nach Satzung. In einiger Entfernung ist der Fichtelberg und der Keilberg zu sehen. Die 1573 gebaute Kirche gehört zu den höchstgelegenen Dorfkirchen in Deutschland. Die Wiese von meinem Standort aus bis zum Wald ist als Vogelschutzgebiet ausgewiesen und sollte nicht betreten werden.
Der Wald hier oben auf dem Erzgebirgskamm hat es nicht so leicht. Sturm und Schneebruch setzen den Bäumen hier mächtig zu. Kurz vor der tschechischen Grenze gibt es dann einige Hinweistafeln und diese Sitzgelegenheit. Unten hinter der Brücke ist dann schon Tschechien, was zu dem Zeitpunkt für mich sozusagen noch tabu war. Ich schlage von hier aus einen kleinen Grenzpfad ein. Ich war noch nicht so sehr weit gegangen, knapp 5 Kilometer. Aber dadurch, dass ich heute etwas später losgekommen bin, ist das ein guter Zeitpunkt und vor allen Dingen ein wunderschöner Platz, um eine Pause einzulegen. Oh, also besser geht es eigentlich nicht. Ja, auf der Karte und auch auf dem Tafeln hier eingezeichnete Weg ist als solcher eigentlich kaum zu erkennen. Also hat sich dadurch relativ wenig begangen, aber umso besser und wirklich schön neben dem kleinen Bach hier lang zu stapfen. Herrlich. Jetzt gibt es erstmal was zu essen und dann geht es irgendwann weiter. Das Wasser ist hier also von Natur aus schon ein bisschen braun gefärbt. Das kommt daher, dass hier links und rechts der Hang eine Art Moor ist. Und aus diesen Moosen und so weiter werden da die Kerbstoffe rausgewaschen. Und die machen dann die braune Färbung. Sparen sich also schon den Teebeutel. Im Geschmack her eigentlich ganz okay. In dem Baum hängt jetzt eine Wildkamera. Da wird sich dann vielleicht irgendein Forstbeamter dann wundern oder ärgern, dass hier lang gelatscht ist. Da der Pfad im Laufe der Zeit komplett verschwand und das Verfolgen des Bachlaufs immer schwieriger wurde, bin ich dann auf einen normalen Forstweg ausgewichen und strebe nun Schmalzgrube zu.
Die Baumpilze hier haben schon ein enormes Ausmaß angenommen. So halber, dreiviertel Meter. Schon imposant. Auffällig für mich in diesem Bereich des Waldes, dass hier eine Menge Fichten mit einem stattlichen Stammdurchmesser stehen. Beim Erreichen von Schmalzgrube kommt man zunächst zu einem Gebäudekomplex des ehemaligen Hammerwerks. Dieses stellt den Ursprung des Ortes dar und ist um 1550 erstmalig urkundlich nachgewiesen. Hier wurde Eisenerz aus dem Erzgebirge zu Blechen verarbeitet. Auch für Eisenbahnfans ist der Ort interessant, ist er doch Station der Pressnitztalbahn. Der Kammweg ist ein Fernwanderweg, der im osterzgebirgischen Altenberg-Geising startet und über 285 Kilometer bis ins thüringische Blankenstein führt. Von dort aus könnte man dann gleich noch den Rennsteig hinten ranhängen. Außer einigen vereinzelten Radfahrern begegnet mir in diesem Abschnitt niemand. Am Waldrand trifft man dann auf diesen Rastplatz, der vom hiesigen Erzgebirgsverein gepflegt wird. Am Ende meiner Wanderung entdecke ich zwischen den Tausenden von Blüten noch eine kleine Besonderheit, nämlich das gefleckte Knabenkraut, eine einheimische Orchideenart. Am Abend genieße ich dann die wunderschönen Ausblicke und ein Essen in der Hörtsteinbaude.